Es gab zwei Auslöser dafür, an Sprachtechnologien zu arbeiten, an etwas zu arbeiten, was nicht Sprachübertragung, also nicht unsere klassischen Codecs sind. Das eine war, dass wir Feedback hatten von Kunden, die andere Technologien von uns eingesetzt haben, die sich darüber beklagt haben, dass mit den großen Systemen, also den bekannten Sprachinterfaces von den großen Firmen, dass da verschiedene Sachen nicht möglich sind. Zum Beispiel Anpassungen an die spezifische Umgebung, die akustische Umgebung, das funktionierte nicht mit den großen Systemen. Die großen Systeme werden auch dafür nicht angepasst. Das ist einfach, da war die Anwendung zu klein wieder dafür. Und insofern waren die nicht zufrieden, einmal mit der Technologie, und das andere, was wir auch gehört haben, ist eben, dass auch wenn ich so ein großes System einsetze, dann erhalte ich da einige andere Technologien noch mit, die ich gar nicht möchte, die ich aber unter Umständen dann einsetzen muss. Also das war etwas, was mich da zum ersten Mal zum Nachdenken veranlasst hat. Das Zweite ist, dass wir tatsächlich mit unseren Akustik-Frontend-Technologien im Einsatz sind, mit Smart Speakern, die auch dann solche Sprachsteuerungen verwenden, und dass das Feedback, das wir für unsere Akustik-Frontend-Technologien bekommen haben, doch ein sehr gutes war, dass wir da Dinge können, die andere nicht können. Und die zwei Sachen zusammengezählt heißt eigentlich nur, uns fehlt nur ein Sprachinterface, ja? Also das eigentliche, die Verarbeitung der Sprache. Und das klingt natürlich erstmal ein bisschen lax formuliert, und natürlich ist uns klar, welche Aufgabe da dahinter steht. Das ist eine ganz große Aufgabe. Ich erinnere mich an meine Schulzeit, als ein Physiklehrer mir gesagt hat, es lohnt sich gar nicht mehr, den Kindern Sprachen beizubringen, weil in 5 Jahren wird es Übersetzungscomputer geben, die das alles machen. Jetzt sind wir ungefähr 40 Jahre später und die Übersetzungscomputer sind immer noch nicht da. Das zeigt auch die Schwierigkeit der Aufgabe. Das zeigt auch, dass wir an der Stelle vielleicht doch noch ziemlich an den Anfängen auch stehen. Und das heißt, es gibt, denke ich, noch viele Möglichkeiten, tatsächlich auch wissenschaftlich und grundlagenmäßig an der Stelle beizutragen. Und zwar auch klar, dass wir an der Stelle des Sprachverstehens, dass wir da nicht das Know-how am IIS haben, gar keins bis jetzt. Was macht man in der Fraunhofer Gesellschaft? Man sieht sich um, ob es ein anderes Institut gibt, das vielleicht auf dem Gebiet schon gearbeitet hat. Das gibt es, das Fraunhofer IAIS in Nordrhein-Westfalen. Die Kontaktaufnahme zu dem Institut verlief sehr, sehr gut. Wir sind da sehr gut aufgenommen worden, und die Bereitschaft, mit uns zu arbeiten, war von Anfang an da. Das ist ein richtig integriertes Team, also nicht zwei Institute, die für sich an irgendwas arbeiten, sondern wir haben ein integriertes Team über die beiden Institute hinweg. Das Ganze hat inzwischen etwa 50 Mitarbeiter, also ist eines der größeren Projekte tatsächlich auch schon. Wir haben da gemeinsam mit dem IAIS ein Bundeswirtschaftsministeriums-Förderprojekt beantragt, wofür es auch nötig war, Industriepartner zu finden in ausreichender Anzahl. Und es war tatsächlich so, dass wir überhaupt keine Mühe hatten, da genügend Interessenten zu finden, die auch bereit sind mitzuarbeiten. Wir hatten eher die Möglichkeit, da auszuwählen sogar, wer da in dem Projekt mit beteiligt wird. Und es gibt einfach viele Anforderungen, die die großen Systeme nicht erfüllen. Ein wichtiges ist natürlich Privatheit, Datenschutz und ähnliche Dinge. Da werden wir uns ganz sicher abheben können. Wir werden auch in schwierigen akustischen Bedingungen besser sein als die großen Systeme, da bin ich überzeugt, was zum Beispiel für industrielle Anwendungen, Maschinensteuerung sehr wichtig sein wird und einige andere Dinge. Insgesamt erwarten wir, dass der Markt für diese Systeme riesig sein wird. Ich wage mal die Prognose, dass in einigen Jahren praktisch jedes Gerät eine Sprachsteuerung irgendwie haben wird. Und wenn man sich kurz überlegt, wie viele Geräte es auf dem Markt gibt, wie viele Geräte jedes Jahr gebaut werden, dann muss der Markt einfach riesig sein in der Zukunft, und wir werden da unseren Teil darin finden, da bin ich überzeugt davon. Die Arbeit ist organisiert in 2 Tracks. Der eine Track versucht eben gleich, das System, das wir jetzt zusammen mit dem IAIS bauen, in einen Zustand zu bringen, dass es jetzt tatsächlich auch verkauft werden kann. Wir haben auch einen zweiten Track gestartet, um auch fortschrittlichere Ideen tatsächlich auch probieren zu können. Und die Idee oder der Traum wäre auch, dass wir da viele andere Universitäten und Forschungseinrichtungen einbeziehen können, eine Art offene Plattform damit auch zu schaffen, um die Technologie wirklich voranzubringen und damit etwas zu ermöglichen, was die bis jetzt bekannten Systeme eigentlich auch nicht können. Richtig intelligente Antworten zum Beispiel kann noch keiner geben. Das ist alles viel Fleißarbeit, die dahinter steckt. Wie schnell und wie leicht sowas gehen wird, das werden wir herausfinden. Aber mit Standardanwendungen werden wir auch ganz sicher schon früh Kunden finden können.